Schnell, sicher, effizient. Bei seiner Erfindung war das Faxgerät eine Revolution. Das Faxgerät hat natürlich die Bürokommunikation verändert, insbesondere einfach eine Beschleunigung. Heute wirken die Papierspucker wie aus der Zeit gefallen. Ich habe noch nie ein Faxgerät benutzt. Vielleicht vor 10 Jahren oder wann, keine Ahnung. Ich glaube, früher in der Ausbildung mal in meinem alten Betrieb habe ich das einmal gemacht, aber seitdem nie wieder verwendet. Ausgestorben sind Faxgeräte aber noch längst nicht. Max erklärt, warum sie auch heute immer noch in vielen deutschen Büros stehen. Max im Depot des Kommunikationsmuseums in Heusenstamm. Hier lagert alles rund ums Thema Kommunikation, auch alte Faxgeräte, erzählt uns Sammlungsleiter Frank Gnegel. Das ist eines der ersten Faxgeräte, die es in Deutschland gab, ein Höchst Infotec 6000 bzw. 6002. Diese Geräte gab es seit 1974. Und wenn man ein Fax versenden wollte, dann musste man die Vorlage einlegen, dann die Nummer des Empfängers wählen und wenn man dann jemand geantwortet hat, dann drückte man auf Senden und dann wurde das Fax abgeschickt. Erst 4 Jahre später erhielten Faxgeräte eine offizielle Postzulassung in Deutschland und wurden dank technischer Entwicklungen kleiner und handlicher. Damit begann nach und nach der Siegeszug der Faxgeräte in deutschen Büros. Das konnte jeder verwenden und sie konnten es vor allen Dingen an ihre Telefonanschluss anschließen. Das heißt, es war überall verwendbar. Vorher hatten Firmen Fernschreibgeräte, so eine Art elektrische Fernschreibmaschine. Die brauchten einen eigenen Anschluss und das war teuer. Das Faxgerät konnten sie einfach nehmen und zu Hause irgendwo hinstellen. Max bei der Stadtverwaltung Frankfurt. Eileen O'Sullivan ist Stadträtin im Dezernat Digitales. Sie hat zwar selbst noch nie ein Fax verschickt, in anderen Bereichen der Stadtverwaltung sieht das aber ganz anders aus. Wir schätzen, dass von den ursprünglich 2.500 Faxgeräten es jetzt mittlerweile in der Stadt Frankfurt noch ungefähr 700 gibt, können das zum Teil aber aufgrund der Dezentralität der Anschlüsse eben auch bei den unterschiedlichen Fachämtern nicht so ganz genau sagen. Das ist aber eine ungefähre Einschätzung. Hunderte Faxgeräte im Einsatz. Damit ist die Stadtverwaltung Frankfurt nicht alleine. Denn deutschlandweit nutzen auch noch 82% der Unternehmen das Faxgerät. Das ist tragisch. Das hätte ich nicht gedacht, nee. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, wir haben auch eine Faxfunktion, aber die wird nicht genutzt. Daniel Heinze vom Digitalverband Bitkom kennt die Gründe. Grund Nummer 1, warum noch gefaxt wird, ist, weil es in der Kommunikation mit Behörden einfach unumgänglich ist. Faxgeräte als Kommunikation sind trotzdem noch sicherer als Postweg. Das ist ein weiterer Grund. Und in vielen Unternehmen oder auch Behörden sind Faxprozesse einfach schon etabliert und funktionieren gut. Doch nicht immer ist es nur Gewohnheit. An der Uniklinik in Frankfurt wird derzeit auch wieder gefaxt. Allerdings wegen eines Hackerangriffs. Laut dem ärztlichen Direktor Jürgen Graf muss die komplette IT des Krankenhauses neu aufgesetzt werden. Bis dahin wird gefaxt. Es ist wie in den 80er Jahren, sagt Jürgen Graf. Zurück in die 80er. Das geht auch im Museumsdepot. Hier kann man mit Frank Gnegel eine kleine Zeitreise unternehmen. Es hat eigentlich bis Ende der 80er Jahre gedauert, bis es, sagen wir mal, so 250.000 Faxgeräte in Deutschland gab. Aber so richtig erfolgreich wurde es erst Anfang der 90er Jahre. 1993 gab es fast 2 Millionen Faxgeräte in Deutschland. Und daran hat sich kaum etwas geändert. Obwohl E-Mails verschlüsselt werden können, betrachten einige Organisationen in Behörden das Faxen weiterhin als sichere Methode zur Übertragung von vertraulichen Dokumenten, da die Übertragung einfach direkt von einem Gerät zum anderen erfolgt, nicht über Netzwerke, wenn wir von analogen Faxgeräten sprechen. Analog sind heute aber nur noch die wenigsten Faxgeräte. Stattdessen werden Faxe heute vor allem als E-Faxe verschickt. Dieses Fax to Mail, Mail to Fax, das sind diese Begriffe, die man üblicherweise jetzt heutzutage kennt und jeder gehört hat. Also eingehende sowie ausgehende Faxe werden einfach nur über E-Mail übertragen und empfangen. Auch im Digitaldezernat Frankfurt kommen nur noch E-Faxe an, wenn überhaupt. Denn eigentlich sollen die Faxgeräte in der ganzen Stadtverwaltung abgeschafft werden.
Wir begeben uns auf einen digitalen Weg. Dann bedeutet es eben auch, dass wir im Jahr 2024 uns ganz eindeutig vom Fax verabschieden und dass wir auch ganz stark schauen, dass wir die digitalen Kommunikationswege, die es ja eben auch schon gibt, weiter ausbauen. Auch in vielen Landesregierungen und im Deutschen Bundestag will man sich nun von Faxgeräten verabschieden. Hier sollen bis zum 30. Juni 2024 alle Faxgeräte abgeschafft werden. Ich freue mich, dass der Haushaltsausschuss auf unseren Vorschlag hin beschlossen hat, alle noch existierenden Faxgeräte in Rente zu schicken. Es wird höchste Zeit, schrieb der FDP-Politiker Thorsten Herbst auf der Kurzmitteilungsplattform X. Die Ironie an der Geschichte, laut Bild-Zeitung, ist der Antrag per Fax eingereicht worden.